Ich teste die 3 beliebtesten Köder für den Schlammpeitzger an der aktuell beliebtesten Stelle. Also legen wir los hier. Es ist gerade Abend geworden, also es wird gerade dunkel. Und ich lege los und teste jetzt hier an der Stelle nochmal alle 3, oder ich sag mal, die 3 wichtigsten Köder. Beziehungsweise eigentlich gibt es auch noch 4, beziehungsweise noch 5. Alle kann man einfach nicht gleichzeitig testen. Wir gehen die gleich mal Stück für Stück alle durch. Die Köder, die zurzeit sehr gut funktionieren. Wenn du dir unsicher bist mit dem, was hier reingeht, oder wenn du auch relativ low bist vom Level und dir denkst, ja komm, ich nehme einfach alles mit. Regenwurm. Den ollen Regenwurm, die olle Zuckmücke, zack, hinter und dann läuft das schon. Wir gucken mal rein hier. Ich glaube, hier vorne hat es auch schon wieder leicht gezuppelt. Ja, also wir gucken mal eben rein hier in die verschiedenen Setups. Ich bin relativ klein unterwegs. Gar nicht mal so mit dem ganz kleinen Setup, sondern eben hier, ja, mit den kleinen Winkelpickerrouten. Oh, irgendwo ist was dran. Siehst du hier, hat sich gar nicht gemeldet. Und zack, da ist er, der erste kleine. Der Schlammpeitzger. Kann gerne mal reinballern hier mit einer 0 hinten dran. Wäre natürlich der Burner hier gerade auf Zuckmückenlarve. Na, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter werfen. Minimal ausgeworfen. Das sind noch nicht mal diese 5 Meter, die man klippen kann, sondern wirklich nur ganz minimal. So, ganz locker raus. Zack, da vorne so ungefähr hin. Und dann passt das ganz gut. Es gibt natürlich auch noch andere Stellen. Ne? Man kann natürlich auch hier hinten noch weiter probieren. Also überall da, wo das hier so richtig schön schlonzig, grün und vielleicht so ein bisschen, naja, vielleicht schlammig einfach auch vom Untergrund ist. In dem Bereich haben wir dann den Schlammpeitzger. Und wir haben ja tatsächlich, das ja auch schon seit langem, am Moskitosee immer richtig schön schlammige Untergründe. Da stellen wir halt immer gerade dann fest, wenn wir eine relativ leichte Bremse haben, ein etwas größeres Blei. Wir werfen aus, kurbeln ein und irgendwann hängt's. Es ist kein Fisch dran, es ist kein Hänger, aber das Blei saugt sich quasi eben schlammfest. Und das passiert regelmäßig hier eben auch gerade am Moskitosee. Daher ist ja auch die Platzierung vom Schlammpeitzger hier auch so ideal. Also tipptopp. So, jetzt zuppeln wir mal hier ein bisschen dran. Und da geht schon wieder ein bisschen was Größeres. Oha. Ja, die haben wir natürlich auch hier regelmäßig. Die kleinen Rotaugen. Also, wir gucken jetzt nochmal eben rein. Wir haben jetzt hier auf dem Setup. Ich bin hier mit Karpfen-Vorfachsmaterial. Ich habe auch schon überlegt, ob es ähnlich ist wie damals beim Don Kaulbarsch, wo der noch so selten war. Ob der vielleicht gar nicht scheu ist und ob man vielleicht eher mit einem relativ simplen, dicken Vorfach oder gänzlich ohne Vorfach, ob man da vielleicht sogar besser mitfährt und ihn dadurch, also man verscheucht eher alles andere und hat dann eher die Chance, dass der Schlammpeitzger reingeht. Andererseits sind die Kandidaten, die hier mit reingehen, alle genauso wenig scheu. Die interessiert auch gar nichts, absolut schmerzfrei. Rotauge, Kaulbarsch, die ballern eben auch auf alles. Von daher müssen wir, glaube ich, mit den Beifängern leben. Köcherfliegenlarve. Köcherfliegenlarve hier, erster wichtiger Köder, muss man auf jeden Fall mit testen. Irgendwo ist schon wieder was dran. Da nicht. Ja. Zuckmückenlarve, würde ich sagen, zurzeit der Nummer 1 Köder. Zuckmückenlarve liefert, glaube ich, echt gerade mit am besten, konstant. Vor allem eben auch in Kombination mit Stippe. Also gerne Doppelköder oder eben in Stippkombination. Dafür dann die Zuckmückenlarve. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Alter, wie das Ding aussieht, ne? Kannst du dir aber auch nicht ausdenken, ne? Kannst du dir aber auch nicht ausdenken. Das Teil so crazy, ja, Zuckmückenlarve. Weißt du was? Ich gehe mal bei der Zuckmückenlarve auf den 20er Haken, eine Nummer größer, weil der Köder so winzig ist. Also, ich passe jetzt quasi mach den Haken etwas größer, weil der Köder halt so
so super klein ist. Und dadurch geht da vielleicht ein bisschen was Größeres rein. Ja, und das nächste Ding, hoppala, und liefert auch gerade. Das nächste Ding ist ein absoluter Goldköder. Goldköder hier, Fischleich, kann man tatsächlich als einen der wenigen Köder ausschließlich, ich glaube, es gibt 2 Goldköder, die eben ausschließlich nur für Gold zu kaufen sind. Das wäre hier der Fischleich, kann man leider nicht so produzieren. War an der Achtuber, wo ja der Schlammpeitzger sonst ausschließlich war das auch immer mal wieder ein ganz guter Köder für den Schlammpeitzger. Wir gucken mal eben rein in die ganzen Köder. Mistwurm funktioniert, Regenwurm funktioniert, Borkenkäferlarve funktioniert, Zuckmückenlarve funktioniert, ich glaube Marder habe ich auch schon gesehen, Köcherfliegenlarve funktioniert und naja, dann der Fischleich vielleicht auch noch. Aber ich sag mal, das sind doch schon sehr gute Köder. Also wir haben hier die Köcherfliegen, Zuckmücke, Borke und die beiden Würmer. Das sieht doch ganz gut aus. Also 5 verschiedene Köder tatsächlich. Ja, schmeckt. Wobei ich muss sagen, die Borkenkäferlarve ist da schon ziemlich weit abgeschlagen. Und auch den Goldköder hier, den nehme ich jetzt mal raus. Und dann nehmen wir hier auch einfach mal ganz klassisch den Mistwurm. Auch nur hier ganz knapp rausgeworfen. Und dann schauen wir hier einfach mal, wie das denn dann auch auf dem Mistwurm läuft. Bisher, hier vorne war noch ein bisschen andere Rumtesterei gerade. Das war noch den Tag über sozusagen. Und jetzt ging es dann halt in der Nacht dann auf einmal los. Na, zuppelt's? Nee. Also, vom Auswerfen gar nicht weit rauswerfen. Wirklich nur ein ganz knappes Stückchen hier. Sehr schön nah. Ich glaube, sieht man das hier so ein bisschen. Sehr schön ufernah. Es ist wirklich nicht so wirklich weit raus. Es ist noch nicht mal in den Clip geworfen. Ich klicke sogar nur ganz kurz an. Habe auch nur 20 Gramm Blei, damit es nicht so weit fliegt. Also wirklich ganz fein, ganz zart vom Setup her. Ich glaube, da geht schon wieder was, jawohl. Und dann, ja, wie gesagt, einfach nur hier in dieses Grüne rein. In diese Grütze immer rein. Von der Map her sind wir hier ganz unten am Schniepi. Es gibt auch Bereiche, also hier gegenüberliegend. Das soll auch funktionieren. Es gibt, wie gesagt, wie gerade auch schon gezeigt, hier diese Bereiche. Also es werden überall eben speziell in so einer Grütze, in der Entengrütze, da werden hier immer mal wieder die Schlammpeitzger gefangen. Also genau diese Bereiche hier, die sind's. Und die einfach abwerfen und probieren und testen. Ich denke, dass ein 22er Haken gar nicht so verkehrt ist. Mal ein bisschen größer. Ganz klein hier auf 24er muss es, glaube ich, nicht sein. Zack, na guck, da ist der nächste. Aber auch hier gehe ich jetzt mal auf den anderen. Nehmen wir jetzt mal hier den Regenwurm. So. Gucken wir mal, ob der Regenwurm auch liefert. Hier haben wir schon mal den verkehrten. Einen kleinen Giebel, na klar. Auf dem Mistwurm. Aber auch das kann man natürlich dran lassen. Und was der Hammer ist, man macht hier echt die Taschen voll mit Köderfischen. Also was hier in letzter Zeit an kleinen Köderfischen gefangen wird, ist der Hammer. Wenn man das natürlich, guck mal, Kauli, wenn man die natürlich noch nicht verwenden kann, ist es natürlich auch nicht so schlimm. Aber man könnte natürlich auch damit skillen. Also einfach ein paar Skillpunkte machen mit dem Köderfischangeln. Ja, also so wahnsinnig viel ist es natürlich nach wie vor noch nicht. Das bleibt wahrscheinlich auch so, dass das ein relativ seltener Fisch ist. Da wird man sich wahrscheinlich niemals die Taschen so richtig voll machen in einer Nacht. So um die 10 bis 20 Schlammpeitzger in der Nacht wurden allerdings auch schon gefangen. Und momentan, wie gesagt, immer noch vorne ist die Stippe. Heißt also, wenn du kannst, dann hier an der Stelle gerne auch mit der Stippe hinstellen. Da dann ähnliches Setup natürlich, aber von der Tiefe vielleicht so ungefähr auf 30 cm nur eingestellt. Wir können ja mal eben gucken. Ich habe jetzt hier zum Beispiel aus dem Weihnachtsmarkt zuletzt diese olle einfache Haselnussrute. 22er Haken und dann machen wir hier mal Zuckmücke mit, machen wir mal Köcherfliegenlarve in Kombination. Machen das auch nur ganz flach auf die 30 cm hier. So, und dann raus damit. Kommen wir da so hin? Ja, das sieht auch gut aus.
Und dann lassen wir den einfach ganz entspannt so stehen. Und sehen natürlich sofort, wenn sich jetzt die Pose so ein bisschen bewegt. Denn, also da müssen wir auch ein bisschen drauf achten, denn die Bewegungen sind tatsächlich echt nur ganz zart. Da kommt nicht wirklich viel Bewegung bei rum bei so einem kleinen Fisch. Und auch gar nicht so viel Rumgezuppel, sondern wenn, dann fährt die Pose so ganz sachte. Ja, ich glaube, wir haben alles. Das ist jetzt natürlich wieder nicht ein Fisch, wo man Silber mitmacht, sondern das ist jetzt eher was, um den abzuschließen. Mir fehlt ja tatsächlich auch noch als Trophy. Das wäre dann für mich Trophy 112. Wäre natürlich auch fantastisch, wenn der dann irgendwann reinballert. Wir machen mit Sicherheit auch noch in den nächsten Wochen immer mal wieder einen Wettangeln. Also wie jeden Freitag ist ja Wettangeln für Low-Level oder in den Low-Level-Gewässern. Und da werden wir mit Sicherheit auch immer mal wieder noch Schlammpeitzger-Wettangeln machen. Hat so ein bisschen so ein Feeling vom Don Kaulbarsch-Wettangeln. Ist auch selten. Kann man eben auch mal ganz gut hier jetzt am Moskito auf so einen seltenen gehen. Macht schon Bock. So, es zuppelt und guck mal da zuppelt es tatsächlich auch auf der Stippe. Schnell wieder auswerfen. Gucken wir mal, ob hier vorne noch was geht. Das ist schon fast zu, ja, das war zu flach geworfen. Und ja, es ist 4 Uhr morgens, die Nacht ist durch. Und jetzt nimmt es auch langsam ab. Also es können immer noch so vielleicht so ungefähr bis 8 Uhr können noch immer welche reingehen. Aber es wird eben jetzt deutlich seltener. Na komm, kriegen wir die so geworfen. Siehste, kriegen wir auch. Perfekt. So, einfach da rein in den Schlamm. Und jetzt geht es hier aber richtig los. Giebel und Karauschen. So viele Kaffeeaufträge habe ich schon lange nicht mehr abgeschlossen, wie in den letzten Tagen hier beim Angeln auf den Schlammpeitzger. Weil man so viele Beifänge hat, zack, Kescher voll, so viele Kaffeeaufträge abschließen kann. Das ist schon ganz verrückt. Und da geht der nächste rein hier, auf Stippe, 227 Gramm. Also, das Ding ist immer noch heiß, es funktioniert, ran da und toi toi toi, dass bei euch irgendwann hier der Schlammpeitzger reinbeißt.